Schweden. Das Land der Ruhe, Neutralität, Möbeln aus Pappkarton, in denen immer eine Schraube fehlt oder ein Loch. Das war aber nicht immer so. Im 19. Jahrhundert war Schweden ein Königreich im Umbruch. Es verlor Finnland, es bekam Norwegen und einen französischen König, kämpfte dann gegen Napoleon und formte daraus ein modernes und friedliches Staatswesen. In den nächsten Minuten versuche ich euch zu zeigen, wie aus dem Kriegerstaat des 17. und 18. Jahrhunderts das Schweden wurde, das wir heute kannten oder zumindest in Victoria 3 eine Rolle spielt. Und damit Moin Leif Lü und Hey Ali Hopper. Ich glaube, das ist Schwedisch, aber wahrscheinlich falsch ausgesprochen. Ja, mit dem kleinen Intro begrüße ich euch herzlich zum Let's Play von Victoria 3 Version 1.9 mit dem aktuellen DLC Charters of Commerce. Wir starten mit Schweden, aber, und das habe ich mir glaube ich vom YouTuber Steinwallen abgeguckt, bei so einem historischen Spiel, wir schreiben das Jahr 1836, ist es doch vielleicht interessant zu wissen, wo stehen wir eigentlich gerade im historischen Kontext? Was ist los mit Schweden? Warum ist es so, wie es hier jetzt gerade präsentiert wird? Also lasst euch ein bisschen berieseln von meiner Stimme und meinen historischen Recherchen. Ich sage gleich dazu, ich bin kein studierter Historiker oder sowas. Also das ist aus dem Internet zusammengesammelte Informationen. Es mögen Fehler sein, dann schreibt es bitte in die Kommentare. Und ja, lasst uns anfangen. Wo stehen wir in Schweden? Wie gesagt, wir schreiben jetzt im Spiel, zum Start des Spiels 1836. Die Geschichte, die ich heute erzählen werde, startet aber ungefähr 1807. Wir, Schweden, sind eine Regionalmacht. Dänemark sage ich schon, Dänemark und Norwegen gehören zusammen. Wir gehören zusammen mit Finnland. Unser östlichstes Gebiet grenzt hier an St. Petersburg. Wir sind im Clinch mit Dänemark und mit Russland. Aber vor allen Dingen werden wir regiert von König Gustav IV. Adolf, ein sehr konservativer Staatsmann, kann man sagen, ein Autokrat und Monarch. Alles hatte ihm zu gehorchen. Es gab keinen Rat, dem er sich unterordnete. Er war der alleinige Herrscher, wie viele Monarchen seiner Zeit. Und vor allen Dingen lag er im Streit und war ein erklärter Feind Kaiser Napoleons, der zu dieser Zeit Frankreich führte und quasi dem halb Europa gehörte. Es gab einen Gegenspieler von Napoleon, von Frankreich, das war Großbritannien, und Napoleon hatte alle ihm unterstehenden europäischen Länder dazu gezwungen, die Kontinentalsperre gegen Großbritannien aufzubauen. Das ist sozusagen ein Handelsboykott gegen Großbritannien und eine starke Zollunion. Es sollten keine Güter von Großbritannien und dem Reich Britanniens in das Kontinentaleuropa kommen, damit man Großbritannien langsam ausbluten konnte. Schweden aber war ein Verbündeter Großbritanniens und weigerte sich, weswegen 1807 Napoleon und Russland, der Zar von Russland, eine Allianz schlossen, ein Bündnis schlossen. Russland sollte anerkennen, dass Napoleon der Hegemon Westeuropas war. Im Gegenzug bekam Russland freie Hand in Schweden sowie zugesagte Unterstützung im Südosteuropa gegen das Osmanische Reich, denn es trachtete danach, dort Gebiete zu erobern. So, was geschah? Die willigten logischerweise ein, denn sie schlossen ja ein Bündnis. Und Russland versprach Schweden, in diese Kontinentalsperre zu zwingen, wenn es nötig ist mit Waffengewalt. Und das war nötig, denn Gustav IV. Adolf weigerte sich, seinen Verbündeten so zu hintergehen. 1808 dann stürmten russische Truppen nach Ostfinnland und eroberten dieses, denn Schwedens Armee war der russischen weit unterlegen. Es war militärisch völlig überfordert. Es hatte sehr unfähige und unerfahrene Generäle und zudem große Probleme, das Heer zu versorgen. Die Versorgungssicherheit war keineswegs gewährleistet und so zog sich die Armee Stück für Stück immer weiter zurück und verlor immer mehr und mehr Gebiete. Die tapferen Helden in dieser Geschichte, könnte man sagen, sind die finnischen Bauersleute und Milizionäre, die sich wie auch später oder zu späteren Zeiten im
Zweiten Weltkrieg immer wieder gegen die Russen durchsetzt mit Guerilla-Angriffen, haben sie Versorgungsbrigaden der Russen erobert, aufgebracht, Nahrungsmittel konnten so erobert werden, aber es half nichts, denn es gab keine Unterstützungstruppen. Wie gesagt, Schweden hatte der russischen Übermacht nichts entgegenzusetzen. Das schwedische Volk war davon keineswegs überzeugt und so kam es, dass 1809, ein Jahr später, Gustav IV. Adolf vom Thron gestürzt wurde. Er wurde geputscht und abgesetzt, derweil russische Truppen sich Finnland aneigneten, über dieses kleine Inselchen namens Åland oder Åland drang und die ersten Soldatenstiefel in das schwedische Festland kamen. Der Krieg musste also enden und Schweden traf sich zum Friedensverhandlung in Fredriksham und dort kam, wie es kommen musste. Schweden verlor sowohl Åland als auch Finnland, als auch hier oben, ich glaube, das ist es hier, Västerbotten, also Teile von Lappland. Und das traf die Schweden sehr stark, denn ihr Ostreich war ihnen lieb geworden. Und ja, so haben sie verloren. Wer übernahm dann die Monarchie? Zuerst gab es einen Wechsel und Karl der 13. übernahm als König, aber es war nicht länger eine starre Monarchie wie noch zuvor, sondern wurde eine konstitutionelle Monarchie geschaffen mit einem Rat, dem der König vorstand, aber mit dem er sich absprechen musste. Der König war also nicht länger Alleinherrscher. Und es gab ein großes Problem an Karl den 13., denn er war kinderlos. Wer sollte also die Erbfolge übernehmen? Und es kam überraschend und ich glaube auch zumindest europaweit einigermaßen einzigartig, dass es dort einen General auf Feindesseite bei Napoleon gab, den die Schweden sehr mochten, denn im napoleonischen Kriegen hat er sich immer sehr barmherzig und freundlich schwedischen Kriegsgefangenen gegenüber gezeigt, hat sie geehrt, hat ihnen Nahrungsmittel zukommen lassen, hat sie nicht hungern lassen. Und so wurde Jean-Baptiste Bernadotte als schwedischer Thronfolger gekürt. Das war für ihn überraschend und auch für die Schweden und für alle anderen, aber so wollte man es. Wer war Jean-Baptiste Bernadotte? Er war französischer Offizier, er war ein Freund Napoleons und wurde nach seiner Krönung zum Kaiser direkt von ihm zum Marschall, also zum Marschall über die Grande Armee ernannt. Er hat in vielen Kriegen gekämpft, dann mit der Grande Armee eben auch gegen Schweden. Dort hat er sich, wie gesagt, sehr gut mit schwedischen Kriegsgefangenen unterhalten, hat gute Beziehungen zu ihnen gepflegt und wurde dann, wie gesagt, 1810 zum schwedischen Thronfolger ernannt. Das hatte mehrere Gründe. Zum einen, wie gesagt, war er einfach den Schweden als guter Kerl bekannt. Zum anderen wollte Schweden einen militärisch starken Herrscher. Sie wollten ihre Armee aufpäppeln und sie haben sozusagen Feindschaft geschworen. Das Problem war nämlich auch, dass sie nicht nur gegen die Russen kämpfen mussten, sondern auch gegen Dänemark, Norwegen, die mit Russland verbündet waren, und diesen Zwei-Fronten-Krieg haben sie grandios verloren und sie haben, wie gesagt, dann versucht, einen militärisch starken Anführer zu finden und ja gut, einen französischen Marschall, der kann schon was. Ja, und Jean-Baptiste Bernadotte konvertierte dann 1818 zum Protestantismus und er konvertierte zum Protestantismus und wurde dann 1818 zu König Karl dem 14. Johann. Was passierte noch, bevor er König wurde? Brach er 1812 mit Napoleon. Er hatte genug von den Franzosen. Er führte in Leipzig, in der großen Schlacht von Leipzig, schwedische Truppen bereits gegen Frankreich. Dort haben sie sich dann auch verbündet mit Russland und Preußen etc. Das ist natürlich uns bekannt. Am Völkerschlachtdenkmal in Leipzig wird dem gedacht. Und schwedische Truppen verfolgten dann sozusagen nicht die Grande Armee, die zuvor ihren Russlandfeldzug gestartet hat, da Napoleon sich von Russland verraten fühlte. Russland wiederum fühlte sich von Napoleon verraten, weil eine Unterstützung gegen die Osmanen etc. erfolgte und so brach das Bündnis und Russland fiel Napoleon mehr oder weniger in den Rücken.
Daraufhin zog Napoleon in den Russlandfeldzug, der ist ja auch vielen bekannt, mit 600.000 Mann seiner Grand Armee. Davon kehrten je nach Überlieferung 100.000 bis 50.000 überhaupt zurück. Die meisten erfroren. Und ja, so kam es dann auch in der Völkerschlacht von Leipzig zur Niederlage oder zur Niederlage Frankreichs. Und Schweden eroberte Dänemark und bekam dann 1814 durch den Frieden von Kiel Norwegen zugesprochen, weswegen wir in Victoria 3 eine Personalunion mit Norwegen haben. Die Norweger waren davon nicht so begeistert, aber der Krieg, der dann aufkam, war schnell geschlagen und überraschenderweise hat offensichtlich Schweden gewonnen und ja, so wurden die beiden eine gemeinsame Personalunion. Daraufhin hörte der Expansionismus Schwedens auf. Norwegen behielt seine eigene Verfassung, aber es war halt derselbe König. Schweden wollte von den Kriegen nichts weiter wissen und sicherte die eigenen Positionen in Skandinavien. Karl XIV. Reagierte auch recht autoritär, nicht so schlimm wie vorher, aber er war ein sehr autoritätsgläubiger Mensch, er war sehr konservativ und antidemokratisch. Es gab 1830 bis 35, also ungefähr kurz vor Start dieses Spiels, Aufstände in Schweden, libertäre Aufstände, diese wurden niedergeschlagen und es änderte sich erstmal nichts. Schweden blieb friedlich und wirtschaftlich sehr stabil. Woran lag das vor allem? Es lag vor allem an schwedischen Erzen. Die sind in diesem Spiel ebenfalls dargestellt. Wir haben hier das Malmberget. Ich muss zugeben, die Namen wahrscheinlich nicht richtig aussprechen. Malm bedeutet Erz und das Gute an dem schwedischen Malm, wir haben hier noch Bergslagen, es war ein sehr, sehr reines Eisenerz. Das Problem an Schweden ist, dass es keinerlei oder kaum in dem Spiel, glaube ich, auch nur 8 oder so oder 6, 8 Kohleminen hat. Ansonsten der ganze Raum hier sehr kohlefrei ist. Das war schlecht für die Stahlproduktion oder für die Verhüttung. Also es wurde halt dann mit Holzkohle viel gemacht. Die großen skandinavischen Wälder wurden abgeholzt. Aber die war natürlich nicht so effektiv wie Steinkohle. Daher wurde sehr schnell ein Handelsvertrag abgeschlossen mit Preußen und den verbündeten Briten. Die haben das Eisenerz bekommen und konnten das dann verkohlen und haben dann daraus den Stahl gewonnen. Der Stahl wurde zurückgebracht und peu à peu die schwedische Industrie so gegründet. Das dauerte allerdings eine ganze Weile. Oder was können wir in diesem Spiel noch so machen? Wir haben zum Beispiel die Möglichkeit, ich finde es gerade nur nicht, wir können, wo ist es denn? Wir können jedenfalls Skandinavien gründen. Was hat es damit auf sich? Um Skandinavien oder der Skandinavismus war eine aufstrebende Idee in Schweden, allerdings nie von dem Herrschenden, sondern meistens von Intellektuellen und der Bildungselite, dass man doch mit Dänemark zusammen ein Skandinavien gründen könnte, um dem Germanismus aus dem Deutschen Reich und dem Slawismus aus der russischen Region Einhalt zu gebieten oder zumindest etwas entgegensetzen zu können. Das wurde allerdings militärisch nie so richtig durchgesetzt. Es wurde nicht nur nicht durchgesetzt, sondern 1864, als der Deutsch-Dänische Krieg ausbrach, war Schweden nicht bereit, in diesen Krieg einzutreten und die dänischen Brüder zu verteidigen. Es gab Schweden und Norweger, die das getan haben, allerdings dann sozusagen als Söldnertruppen, wenn man so will. Auch der im 17. Jahrhundert verbreitete Mare Nostrum-Gedanken eines von Schweden kontrollierten Ostseeraums, der war auch nicht länger relevant. Was passierte danach? Ja, und das ist dann das Ende von Victoria 3. Bis 1936 war Schweden eine konstitutionelle Monarchie unter dem Hause von eben jenem König Bernadotte, also beziehungsweise halt dann Karl IV. Johann. Und es wurde wirtschaftlich stark. Es konnte, wie gesagt, aus dem Eisenerz lebendes Kapital gewinnen.
Die Außenpolitik war neutral und König Gustav V., das war dann der Enkel von genannten Bernadotte, herrschte zwar noch, aber hatte dann zu dem Zeitpunkt schon nur noch reine repräsentative Aufgaben, so wie das heutzutage bei den Adligen mehr oder weniger Brauch ist. Anfang des 19. Jahrhunderts kam auch das Wahlrecht oder die Wahlrechtsreform zum einem relativ modernen Punkt. 1906, glaube ich, war es so, dass wir schon eine Männerwahl hatten. Ich glaube, 20 Jahre später, genau 1926, wurde auch das Frauenwahlrecht eingeführt, so dass wir dann von einer Demokratie sprechen können. Ich hoffe, das hat euch soweit gefallen. Wir werden in unserem Spiel natürlich von der Historie etwas abweichen, denn ich möchte gerne Skandinavien gründen. Ich möchte auch gerne den Verrat der Russen rückgängig machen und Finnland zurückerobern. Ansonsten werden wir uns sehr auf den Handel fokussieren. Ich habe sie angesprochen, wir handeln viel Eisenerz, aber mit nur 8 Kohlebergwerken wird das Spiel wahrscheinlich nicht so gut zu lösen sein. Daher werde ich den Kolonialismus ausbreiten und, wie es gang und gäbe ist, hier die Waterberg-Kohlefelder erobern. Und in Madagaskar haben wir hier auch 80 Kohleminen. Das heißt, wir werden hier unten so ein bisschen aktiv. So stelle ich mir das zumindest vor. Vielleicht wird sich das im Laufe des Spiels noch ein bisschen ändern. Und ja, ich hoffe, dieser kleine Ausblick hat euch gefallen. Wenn euch noch weitere Dinge einfallen, lasst es mir doch gerne in den Kommentaren wissen. Und ja, ansonsten freue ich mich, wenn wir dann zum Let's Play kommen. Das ist sozusagen Folge 0. Morgen kommt dann noch eine Folge, die sich mit dem Handel, also das wird dann nicht historisch, aber die wird sich dann mit dem Handel im Spiel beschäftigen. Wie funktioniert das Ganze? Und dann werde ich außer der Reihe Montag dann das erste Let's Play hochladen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst doch gerne ein Like da, ein Abo. Ihr wisst ja, ich bin ein sehr kleiner Kanal. Da zählt jedes Like, jeder Abo, jeder Comment. Und ja, wie gesagt, wenn ihr noch Fragen habt, lasst mich gerne wissen. Oder andere Anmerkungen. Historisch bin ich sehr interessiert. Also, es hat mir viel Spaß gemacht. Wenn ihr Bock habt, dann können wir das vielleicht nochmal über irgendwas anderes, kann ich ja nochmal nachrecherchieren. Und ja, ich bin euer Radbot. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.